André Breton hat gesagt, Surrealismus hat keinen festgelegten Stil, Surrealismus ist eine Geisteshaltung. Und das ist der innere rote Faden zwischen diesen höchst unterschiedlichen Werken von diesen vielen unterschiedlichen Künstlerinnen aus so vielen Ländern, von verschiedenen Kontinenten. Wir zeigen ja hier 5 Künstlerinnen aus England, wir zeigen 2 Tschechinnen, 2 Belgierinnen, 5 Amerikanerinnen, diversen Französinnen, 6 Mexikanerinnen und so weiter. Also die Ausstellung spiegelt ja, stilistische Breite, sie spiegelt Kontinente, sie spiegelt Stile und darin spielt zum Beispiel die Fotografie eine ganz große Rolle, die Fotografie, der Film, weil das ein neues Medium war und da konnten vielleicht auch Künstlerinnen noch mehr sozusagen sich absetzen von dem, was vorher war. Ja, Lee Miller ist ein Beispiel für die vielen Fotografinnen unter den Surrealistinnen und sie kam 1929 nach Paris, weil sie bei Man Ray ja, sozusagen eine Ausbildung machen wollte. Und die Krux war für sie wie für viele andere, dass sie eben nicht nur seine Mitarbeiterin wurde, sondern eben auch sein Modell. Also Lee Miller war lange Zeit bekannter als das Modell von Man Ray, als eigenständige Fotografin. Doch wenn man sich ihr Werk ansieht und zum Beispiel hier, wie sie schon 1930 einen vermutlich weiblichen Körper darstellt mit großer Abstraktion, da kommt dieses ganze Problem zum Ausdruck. Also einerseits, wer bin ich als Künstlerin? Wie kann ich mich behaupten? Wie kann ich in dieser Männerwelt bestehen? Wie kann ich ein eigenes Thema entwickeln? Ja? Einerseits waren die Künstlerinnen oft jünger, eine andere Generation, aber andererseits, wenn man sieht, dieser Freiheitsdrang, dieser Drang, etwas ganz anderes zu machen, sich zu befreien, eigenständig zu sein, Frau zu sein, aber eben nicht nur Modell, Körper zu zeigen, aber nicht so, wie es die Männer tun. Also dieses ganze Spannungsfeld lässt sich an vielen Werken in der Ausstellung beschreiben. Die Ausstellung zeigt auch 2 Filme, einen französischen, einen amerikanischen. Germaine Dulac war eine Künstlerin, die 2 Jahre vor Louis Buñuel, nämlich 1927, die Muschel und den Kleriker gefilmt hat, nach einem Buch von Antonin Artaud. Und dieser Film ist sehr typisch für den Surrealismus. Es zeigt einen jungen Geistlichen, der in unglücklicher Liebe einer Frau nachläuft, einen Nebenbuhler hat, der im Wahn über die Straße kriecht. Es gibt Muscheln, was man sehr oft sieht im Surrealismus. Es gibt zerbrochenes Glas, es gibt Traumsequenzen, es gibt erotische Szenen, es gibt auch sehr expressionistische Elemente mit Händen und großen aufgerissenen Augen. Und das Interessante ist eben, dass es 2 Jahre vor Louis Buñuel, nämlich L'Âge d'Or und Le Chien Andalou, also die bekanntesten surrealistischen Filme von einem Mann, wurden sozusagen von einer Vorläuferin schon ja, überrundet, wenn man so will. Und das ist sehr wenig bekannt. Also überhaupt. Germaine Dulac ist viel, viel später erst wiederentdeckt worden und das ist ja vielen Künstlerinnen so gegangen. Also es ist nämlich nicht so, dass die Künstlerinnen in der damaligen Zeit keine Chance gehabt hätten. Das ist auch so eine Grundthese der Ausstellung und das sieht man immer wieder. Es ist nicht so, dass sie nicht ausstellen konnten, dass sie nicht Publikum hatten, dass sie nicht arbeiten konnten. Auch Verkäufe gab es. Aber sie sind in der Kunstgeschichte aussortiert worden. Man hat sie erst viel, viel, viel später wiederentdeckt und zum Teil bis zum heutigen Tag fehlen sie in Handbüchern, in Überblicksausstellungen. Und das ist etwas, was ich gerne ändern wollte. In den 30er Jahren wurde die surrealistische Bewegung immer internationaler. Die bildende Künstler stießen zur Gruppe wie Dali oder Magritte und eben die Künstlerinnen. Und es gab nun viele Ausstellungen, also nicht nur in Europa, in Amsterdam, in London, sondern eben auch in New York bis hin nach Tokio. Die Surrealisten internationalisierten sich und eine wichtige Ausstellung war zum Beispiel eben in London 1936, an der nahmen einige Künstlerinnen teil. Hier Sheila Legge, sie stellte sich auf den Trafalgar Square in London. Man sieht hier im Hintergrund die National Gallery, die Löwen an dem Obelisk
Und sie hatte den Kopf verkleidet mit Rosen, die Hände mit Chirurgenhandschuhen bedeckt. Hier sieht man die Tauben um sie herum. Sie hatte auch manchmal ein abgeschnittenes chirurgisches Bein in der Hand, also ein künstliches Bein. Und man sieht, dass also auch das Medium der Performance 1936 schon aktiv praktiziert wurde. Diese Internationalisierung ist ein wichtiges Kennzeichen des Surrealismus, ja? Dass er sich ausbreitet in der Welt, dass die Ideen weitergetragen werden. Und gerade zu sehen, wie viele Künstlerinnen an dieser Ausstellung, an diesen ganzen Ausstellungen beteiligt waren, ist eine Erkenntnis, die mich selber bei der Vorbereitung der Ausstellung stark überrascht hat. Jeder denkt ja, der Surrealismus wäre eine französische Erscheinung gewesen. Stattdessen hat er sich in der ganzen Welt verbreitet. Und die Netzwerke, die die Künstlerinnen da geflochten haben, die drücken sich hier in der Ausstellung sehr gut aus. Die Dinge, die sie geteilt haben, die Dinge, die sie anders gemacht haben, die Experimente, das breite Spektrum ihrer Aktivitäten, das war so überraschend für mich in dieser langen Vorbereitung.